Hey Freunde, schön, dass ihr wieder zurück seid und eingeschaltet habt auf meinen Kanal Fragrance Talk wieder hier aus Hamburg. Ja, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt gesehen, ich stelle euch heute das neue Cool Water vor, und zwar das Parfüm. Ja, das Parfüm ist da. Ich wollte das eigentlich schon letzte Woche raushauen, aber ich habe das ein bisschen nach hinten verschoben, weil der Duft jetzt erst raus ist. Also jetzt könnt ihr ihn kaufen. Ich habe ihn unten verlinkt, schaut mal rein. Und ja, lohnt sich dieser Duft? Bevor ich das sage, will ich erstmal alle Neuen willkommen heißen hier. Also ihr seid hier auf einem sehr geilen Duftkanal. Ich stelle alle Düfte vor. Ich habe bis jetzt fast die 500 Videos voll. Schaut meine Videos an, dann wisst ihr, warum ihr hier bleiben sollt. Und drückt die Glocke. Das würde mich natürlich freuen. Und für die Hardcore-Fans, nicht unbedingt Hardcore-Fans nur, aber die sind ja meistens am Start immer, gibt es jetzt die Mitgliedschaft hier auf meinem Kanal. Ihr könnt also die Mitgliedschaft erwerben bei Fragrance Talk und dann seid ihr in Dog Team, wie ich das immer so schön sage, in Dog Team. Es sind auch schon einige drin. Und ja, da bekommt ihr dann Livestreams nur für Mitglieder. Da kann man dann schön uns austauschen, quatschen, die Hardcore-Fans oder auch die Hardcore-Fans, die auf Düfte stehen. Natürlich keine Angst, es wird auch normale Livestreams weitergeben. Und ihr bekommt vorher News und Post von mir, die sonst keiner sieht, eventuell und so weiter und so fort. Was heißt eventuell? Die kommen und auch News, wenn ich was Neues weiß. Ja, schaut auf jeden Fall mal bei der Mitgliedschaft vorbei, da steht auch alles dran und dann überlegt euch, ob ihr ins Dog-Team kommt. Würde mich natürlich freuen. Ja, Cool Water Parfüm. Cool Water Parfüm ist sehr, sehr nice. Muss ich so sagen, ich hätte was anderes erwartet, dass es doch ziemlich lasch ist. Lasch ist er nicht. Gleich vorweg, 6 Stunden hält dieser Duft. Das ist nicht so stark wie das Intense, das hier. Ihr kennt es, das Intense. Das ist noch eine ganz andere Nummer, ein bisschen, auch von der Ausstrahlung und Haltbarkeit, wie gesagt. Aber hier ist eben süß, pudrig und, finde ich, und hier ist eben fruchtig, süß, frisch. Hier ist nicht wirklich sehr viel Frische drin, aber er hält eben länger. Hier, 6 Stunden habt ihr was von. Das ist eben auf Sommer getrimmt, klar. Ob das fruchtig Süße da rein muss, ist eine andere Frage. So, aber ich habe und merke die DNA vom Original. So, und das ist ja für viele wichtig. Ich habe im Netz gelesen, dass das Original nicht drin ist. So, also ich rieche es etwas raus im Background, natürlich nicht doll. Sonst die Fruchtigkeit und die Süße und die leichte DNA vom Original. Und das gefällt mir eigentlich. Und die ersten 2 Stunden ist er doch sehr präsent. Also ihr werdet gut wahrgenommen, ihr werdet darauf angesprochen. Und ja, es ist nicht dieses übliche fruchtig-süße, es gefällt mir schon. Es ist ziemlich lecker auch. Habt so das Gefühl, dass ein bisschen Kokosnuss drin ist aber nicht, aber schwingt so ein bisschen mit, aber wirklich minimal jetzt, also keine Panik. Minimal habe ich so das Gefühl. Sonst ist er wirklich frisch, so kühl, fruchtig und ja, das ist eigentlich so das Parfüm von Cool Water. Ob das jetzt im Sommer sein muss, also wenn es ganz heiß ist, sage ich mal so bei 35 Grad, bin ich mir auch nicht so sicher, ob der funktioniert, weil da funktioniert auf jeden Fall der Aquaman. So, wenn es ganz heiß sein muss, dann geht dieser Duft. Man kann das eigentlich so vergleichen, wenn es ganz heiß ist, den Aquaman, wenn ihr jetzt nur Cool Water tragt, dann den würde ich so bei 20 Grad bis 25 Grad einschätzen. Den Intense auf jeden Fall so bei 15 bis 20 und das Original, ja, das könnt ihr eigentlich immer tragen und alles, was dazwischen so ist. Ja, und hier, das ist das Original nochmal, nur dass ihr es hier sieht, das ist die erste Auflage, da ist die Schriftart auch anders und unten eben der Batchcode in Silber und so weiter und der ist moosig grün frisch gewesen, nicht synthetisch wie das Original jetzt, da wurde schon einiges geändert, aber trotzdem gefällt mir das Neue, aber wer natürlich den alten Cool Water liebt, der kann im Endeffekt mit den Eau de Toilette, den neuen, nichts anfangen. Aber bevor ich abschweife hier,
Ich denke, der wird gut laufen, weil die Leute immer noch 90%, ist doch klar, 90, nicht, ich rede nicht von uns, aber 90% da draußen werden von der Kopfnote gecatcht. Die wissen doch auch gar nicht, die denken, der Duft riecht so. Die gehen raus oder die kaufen den Duft und dann gehen sie raus, sprühen sie auf und riecht nach einer Stunde anders. Die wissen das aber nicht. One Million ist deswegen so groß geworden, weil die Kopfnote einfach sehr geil ist. Das muss man so stehen lassen. Die ist nice. So, für mich ist Lucky immer noch der Beste. Und das neue One Million, also aktuell auf dem Markt ist, kann man so und so nicht wirklich, das ist nicht mehr One Million, dann greift er lieber zu einem Parfüm, das ist auch besser, das geht wieder in diese Richtung, aber ich will jetzt nicht abschweifen, aber die meisten wissen nicht, dass es eine Kopfnote gibt, eine Herznote, eine Basisnote, ne? Den Dry Down, das wissen die alles gar nicht, so. Und dann lassen sie sich bei Douglas zum Beispiel, sage ich jetzt auch, von den Damen da beeinflussen, die auch keine Ahnung haben. Ganz ehrlich, die haben keine Ahnung. Ich habe noch nicht eine, doch eine, und sonst sind es immer Männer gewesen, die Ahnung hatten, die sich auch wirklich mit dir hingesetzt haben. Die Damen quatschen nur und ich gehe so oft gern blind rein und frage oder tue so, als wenn ich keine Ahnung hätte. Die wollen nur verkaufen. Das ist klar, aber ich finde es auch ein bisschen schade, weil, ja, was soll's. Und deswegen, ohne den, ich will den jetzt nicht schlecht machen, der ist gut, mir gefällt der. Ne? Im Sommer, man kann den haben und wenn man Cool Water Fan ist, sollte der mit in die Sammlung. Aber ich wollte damit nur sagen, dass egal was jetzt auf den Markt kommt, es wird einfach meistens gekauft. So, ich kann nicht sprechen von anderen Orten oder in München zum Beispiel oder in Berlin. In Hamburg ist das auf jeden Fall so, dass hier einfach nur Hauptsache weg und da wird nicht viel gesagt. Und wenn du fragst, was ist ein neuer Duft, dann kommen sie mit Düften an, die ein halbes Jahr alt sind. So, aber wie gesagt, Cool Water, Parfüm, könnt ihr euch zulegen, vor allen Dingen, wenn ihr Fan vom Original seid oder auch das Intense habt, wie auch immer. Das ist nicht das Original, das ist das Intense. Ich meine das hier. Wenn ihr Bock darauf habt, auf diese ganzen, oder wenn ihr Cool Water Fans seid, Aquaman, ja, dann schlagt zu hier. Das Parfüm gehört dann einfach in die Reihe. So. Sie sind auch irgendwie alle verschieden, ne? Also sehr, sehr frisch, sehr, sehr frisch. Dann synthetisch frisch, süß, leicht pudrig und hier fruchtig süß. Also im Endeffekt und früher moosig grün. Geil. So, also im Endeffekt ein bisschen Unterschiede haben die schon, oder sie, was heißt ein bisschen, sie haben Unterschiede und das ist auch der Pluspunkt an Cool Water. So, es gibt ja welche, wo es fast keinen großen Unterschied gibt, wenn du einen neuen Flanker rausbringst, aber das ist hier auf jeden Fall anders. So Leute, auf jeden Fall lohnt sich der Kauf schon. So, nur testet ihn. Es ist einfach ein Sommerduft, ein fruchtig süßer Sommerduft. So, erwartet nicht immer zu viel. Erwartet nicht zu viel. Im Moment geht das nicht. Die Duschgel-artigen oder die in die Duschgel-Richtung gehen, das wird erstmal auch 2021 so bleiben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ja, aber bei Frauen kommt er an. Und auch der kommt gut an. Das kann ich jetzt schon sagen. Also Leute, schaut vorbei und holt euch Cool Water Parfüm. Unten verlinkt. So Leute, das war's. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal. Fragrance Talk.